Da ist er, der letzte Wagen von Acme, den ich mir jemals kaufen werde. Ich bin's nämlich leid, einwandfreie Euroscheine gegen nicht einwandfreie Ware zu tauschen. Und dabei geht es mir nicht mal um die Menge an Zurüstteilen, die dieser Wagen hat und für die man fast eine Stunde braucht, bis man sie alle verbaut hat, sondern dass man gefühlt jedes Zurüstteil nochmal nacharbeiten muss, bis es passt. Und der absolute Super-GAU, den sich Acme jetzt bei diesem Wagen geleistet hat, sind die Kupplungsschächte. Da passen keine Kupplungen rein. Eine Fleischmann-Profi-Kupplung passt in diesen Schacht ohne Nacharbeit nicht rein. Ich habe letztens schon Berichte gelesen, dass das bei den Personenwagen wohl auch so wäre. Bislang war es mir bei den Güterwagen nicht untergekommen. Jetzt schon. Und einen der Kupplungsschächte habe ich bei der Gelegenheit sogar zerstört, weil ich mit zu viel Kraft von vorne dagegen gedrückt habe und der einfach abgebrochen ist. Man muss sich ernsthaft fragen, was Ingenieure bei Acme eigentlich beruflich machen. Weil das Drama geht weiter. Man versucht dann, das Beste aus dem abgebrochenen Kupplungsschacht zu machen und baut dann hier am Ende dann natürlich die Nachbildung der Kupplung und der Bremsschläuche an. Und der Bremsschlauch passt halt schon wieder nicht in die dafür vorgesehene Bohrung. Und zwar auch mit Nacharbeit nicht unbedingt. Ich habe es am Ende wirklich glatt press aufgeklebt. Und danke an den Kollegen hier. Sofortkleber vom Bergswerk. Weil da hält der Scheiß wenigstens. Das gleiche für die Rangiergriffe und den Rangiertritt. Der Griff sollte eigentlich über den Tritt gesteckt werden. Und es passt einfach nicht. Das Loch im Tritt ist einfach viel zu klein. Selbst wenn man die Farbe von allen 4 Seiten abschleift, passt es immer noch nicht. Und wenn man Material abnimmt vom Griff, passt es immer noch nicht. Und dann haben wir es am Ende halt doch wieder einfach glatt abgeschnitten und plan aufgeklebt. Bergswerk sei Dank. Also es geht einfach nicht, Zurüstteile mitzuliefern, die hinten und vorne nicht passen. Man fragt sich, hat den Wagen bei Acme jemals irgendjemand schon mal zugerüstet? Anscheinend nicht, weil dann müsste das doch auffallen. Aber mir kann es egal sein, denn das ist wie gesagt der letzte Acme-Wagen, der hier Einzug gehalten hat. Acme ist für mich ab sofort wieder das, was es früher einmal war. Ein fiktives Unternehmen aus Zeichentrickfilmen. Schöne Grüße an den Roadrunner. Ich hätte euch auch echt gern tolle Bewegtbilder gezeigt, wie ich mich abmühe, eine Fleischmann-Profi-Kupplung in den zu engen Schacht einzuführen. Diese aufwendig runterfeile, nur um am Ende dann den Schacht doch wegen zu viel Druck abzubrechen. Oder der erfolglose Versuch, die Bremsschlauchimitation in die dafür vorgesehene Öffnung einzustecken, um sie schlussendlich dann doch plan anzukleben. Kann ich aber nicht. Ich habe mit einer Software aufgenommen, die mehrere iPhones-Kameras gleichzeitig steuern kann. Die tut auch dann noch so, als nimmt sie auf, wenn auf den Geräten gar kein Speicherplatz mehr frei ist. Halt's Maul. Sie quittiert am Ende die Aufnahme sogar als erfolgreich. Nur Dateien sind halt keine da, mangelt Speicherplatz. Softwareentwicklung auf allerhöchstem Niveau. Die Software gibt's auch so gar nicht mehr im App Store. Bugfix, also eher unwahrscheinlich. Die neue Software des gleichen Anbieters, die das gleiche leistet, ist jetzt aber keine Einmalzahlung mehr, sondern ein Abo für geschmeidige $45 im Monat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, genug gerantet. Für Rants ist ja eigentlich auch Michael zuständig, der macht das viel besser. Wir rüsten dann erstmal weiter zu.